Hast keinen Bock und hast keinen Plan, dann geh zur Post oder zur Bahn. Wer nichts ist und wer nichts kann, geht zur Post und Bundesbahn. Dann hilft das alles nichts mehr, gehst zum Bundesheer. Vorurteile. Zeit, sich den Vorurteilen zu widmen. Es gibt ja ein paar Sprüche, die früher mal gesagt wurden. Stimmen die wirklich? Post wird automatisch mit Männer und Männlichkeit in Verbindung gebracht. Mir kommt schon vor, manche Kunden glauben, dass wir nicht arbeitswillig sind teilweise. Jeder, der was sagt, der Postler ist voll, kann ruhig da arbeiten. Das ist ja kein Problem. Wir suchen immer Leute, glaube ich. In den letzten Tagen hatte ich Zeit, mir den Postweg von Wien nach Graz genauer anzusehen und auch einige Stereotype auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Seit Stunden beobachte ich PostlerInnen. Und das, was ich sagen kann, ist, es geht schnell. Super schnell. Also es ist ein Job, wo wirklich jede Sekunde oder jede Minute zählt, ja. Alles, was heute reinkommt, geht morgen raus, ja. Das, was die PostlerInnen leisten, ist wirklich enorm. Die PostlerInnen, die ich im Zuge meiner Reise kennenlernen durfte, sind motiviert, klug, einfallsreich und sie arbeiten oft sehr hart und sehr viel. Die grüne Reise eines Packerls. Postcast. Der Podcast der Österreichischen Post. Das ist Folge 6. Wenn du die ersten 5 noch nicht gehört hast, fang am besten dort an. Mach mal die Augen zu. Woran denkst du, wenn du an die Post denkst? Denkst du vielleicht an eine Farbe? An Menschen? An Geräusche? Wie schaut die Post aus? Wie riecht die Post? Wie hört sich die Post an? AFIS.at. Außer dem Folgetonhorn für Einsatzfahrzeuge ist die Abgabe von Tonfolgen verboten. Eine einzige Ausnahme gilt für Autobusse der Post. Diese dürfen die Tonfolge AFIS.at Posthorn als normales Hubsignal verwenden. Noch heute ist das Posthorn das Symbol der Brief- und Paketbeförderung. Wie schmeckt die Post? Die Post ein Essen, oder? Ein gemischter Salat. Viele Sachen drinnen und bei der Post machst du auch viele verschiedene Sachen. So ein bisschen ein Granatiermarsch vielleicht, so ein Mischmasch, wo alles drinnen ist. Spaghetti. Easy gern. Kalamari mit viel Knoblauch. Immer gewürzt, also es geht immer rundum. Für die wahrscheinlich ein Wiener Schnitzel. Ich wollte gerade sagen, ein Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln, weil wenn ich frei habe, dann esse ich das meist, gönne ich mir das. Ein Wiener Schnitzel und ein grüner Salat. Also früher wäre die Post vielleicht eher Schweinsbraten mit Kraut und Knödel gewesen. So typisch österreichisch, ja, Hausmannskost. Und das wäre eine Banane. Also Richtung Pommes irgendwie, den Gelb und doch viel mehr als man glaubt. Man glaubt, die Post ist nur so ein kleiner Sparta, aber im Endeffekt ist es ein riesiges Universum aus allen möglichen Sachen. Schokolade. Schokolade. Ich mag meine Arbeit sehr und meine Arbeit kommt wirklich an ersten Stelle bei mir. Ein Kaiserschmarrn. Die Post kann süß sein, die Post kann aber auch sauer sein. Und Kaiserschmarrn mit Apfelmus, ja, bleiben wir bei dem. Ein bunter Mix aus, keine Ahnung, italienisch, griechisch, österreichisch, alles auf einen Teller, ja. So ist auch der Alltag hier, so ist jeder Tag hier, ja. Jeder Tag ist so ein Überraschungsteller. Für mich ist die Post die Farbe Gelb. Das ist meine Lieblingsfarbe. Für mich ist die Post die Ansammlung der Gesichter, die ich kennengelernt habe. Die Spannung steigt. Wow, es geht los. Oh weh, jetzt bin ich aber aufgeregt. Ich bin ein Zotterpackerl. All diese Geschichten, die ich gehört habe. All diese Pakete, die ich kennenlernen durfte. Und die Post ist auch die Farbe Grün. Ich bin ein Greenpack, eine wiederverwendbare Verpackung. Und ich weiß nicht, ob Du wirst nicht verloren gehen, Packerl. Du bist schon fast am Ziel. Wegen meinem Freund, dem Greenpack. Aber auch wegen der Umwelt. Die Post hat schon seit 2011 E-Fahrzeuge.
Warum weiß das niemand? Die Post stellt CO2-neutral zu und ab 2030 will sie CO2-frei zustellen. Und das in ganz Österreich. Derzeit hat die Post 9 Photovoltaikanlagen mit rund 3000 kWp in Betrieb. Und die Post ist bunt. Es arbeiten PostlerInnen aus insgesamt 95 Nationen hier. Und die Post ist weiblich. Bis 2030 sollen Führungspositionen bei der Post zu 40% weiblich besetzt sein. Und die Post ist voller junger, inspirierender Menschen. Es hat mich total beeindruckt, wie fleißig sie sind, wie motiviert. Der Nachwuchs ist vielversprechend. Fleiß macht sie früher oder später bezahlt. So, man sieht, war die Arbeit schwer am Anfang, aber trotzdem hat es mir irgendwie getaugt. Ich bin so ein Mensch, ich will was durchziehen im Ganzen und wie es fertig ist, dann kann man Pause machen. Ja, im Großen und Ganzen, ich versuche immer ein bisschen beruhigend auf die Kunden einzuwirken. Jeder tut sein Bestes, jeder versucht sein Bestes. Ja, und meine Mission, die zwingt mich gerade zu warten. Noch immer bin ich in der Postabholstation in Graz. Und Geduld ist nicht meine Stärke. Das habe ich dir ja schon gesagt. Was würdest du an meiner Stelle tun? Glaubst du, meine Empfängerin kommt noch? In diesem Postabholfach ist es angenehm kühl. Gleich daneben ist eine Postfiliale. Viele PostlerInnen, darunter etwa 150 ZustellerInnen, kommen vorbei und quatschen mit den KundInnen. Ich habe mittlerweile einiges über diesen Ort herausgefunden. Die Postabholstation hat pro Einheit ca. 270 Fächer. Und hier gibt es 3 Einheiten, A, B und C. Also es sind insgesamt ca. 800 Fächer, was sie zu einer der größten Postabholstationen in Österreich macht. Wie alle Abholstationen ist sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche zugänglich. Hier befindet sich auch die Postzustellbasis für Briefe. Cool. Also, ich lerne immer noch was. Und ja, wahrscheinlich stimmt es. Es ist gut, nach so viel Abenteuer ein bisschen Zeit zu haben, das Ganze zu verdauen, einzuordnen. Weil es ging alles so schnell. Es waren so viele Eindrücke und zum Beispiel... Was passiert hier? Oh, mein Fach geht auf! Mein Fach geht auf! Ich werde abgeholt! Kannst du dir das vorstellen? Ich werde abgeholt! Also vielleicht. Vielleicht will sie mich nicht mitnehmen. Was wird passieren? Oh, hey! Hallo! Ich wünschte, sie könnte mich hören. Ich wünschte, ich könnte ihr alles erzählen, aber... Ja, natürlich hört sie mich nicht. Ich bin ja nur im Packerl. Sie ist jung und hat hellbraune, fast leuchtende Augen, dunkles Haar und Sommersprossen. Sie sieht ihrem Vater ein bisschen ähnlich. Also die Augenpartie. Ja, definitiv. Und einen schmalen Mund haben sie auch beide. Lustig, ich habe sie mir ganz anders vorgestellt. Weiß nicht warum. Sie schaut mich misstrauisch an, dreht mich auf die Seite und, oh, sie schaut sich den Absender an. Das ist wahrscheinlich der Moment. Okay, sie schmeißt mich nicht weg. Sie nimmt mich mit. Sie stellt mich in ihren Rucksack. Ich kann wieder reisen. Sie nimmt mich mit. Ich bin so aufgeregt. Ich weiß noch überhaupt nicht, was passieren wird. Es gibt noch so dermaßen viele offene Optionen. Sie setzt sich auf eine Bank, direkt neben der Postfiliale. Übrigens, hier am Grazer Bahnhof ist auch eine Zustellbasis, die mit 65 E-Autos, 15 E-Mopeds, 52 E-Bikes und 56 E-Ladestationen ausgestattet ist. Das habe ich vorhin von einem anderen Paket erfahren. Aber wieder zurück auf die Bank. Sie atmet tief ein und nimmt mich wieder in die Hände. Sie streichelt mich. Das kitzelt. Jetzt macht sie mich auf. Sie sieht die Schachtel. Sie sieht den Brief. Sie nimmt den Brief in die Hand und fängt an zu lesen. Oh, sie hört auf zu lesen. Ich stelle mir plötzlich vor, wie sie den Brief zerreißt und mich gegen einen Baum knallt. Ich stelle mir vor, wie sie wütend auf mir rumtrampelt. Nein! Sie wird mich doch jetzt nicht hier liegen lassen. Okay, sie liest weiter. Ich sehe, wie sie innehält, nachdenkt. Ich spüre richtig ihren Atem. Jetzt schaut sie die Schachtel an. Sie macht sie auf
und lächelt. Sie lächelt. Das ist doch ein gutes Zeichen, oder? Sie schaut sich jedes einzelne Objekt ganz genau an. Das LKW-Spielzeug aus der Jugend ihres Papas, die Murmeln, die alte Konzertkarte, das Fähnchen. Und sie nimmt eine kleine glänzende schneckenförmige Muschel raus. Von einem Familienurlaub. Und sie betrachtet sie ganz lang. Und danach ein altes Foto, auf dem eine ältere Dame und ein junger Bub in Schwarz-Weiß abgebildet sind. Hinten auf dem Foto steht Josef und Oma. Der Vater ist also mit seiner Großmutter zu sehen, bei der er aufgewachsen ist. Seine Eltern waren abwesend. Erinnerungen. Erinnerungen sind eine schlüpfrige Angelegenheit. Sie entkommen einem, werden langsam aber sicher porös. Menschen haben immer das Gefühl, dass sie sich genau an Dinge erinnern können. Dabei ist es anscheinend so, dass jedes Mal, wenn ein Mensch eine Geschichte erzählt, die Geschichte weniger wahr wird. Menschen erfinden gerne, vergessen gerne. Da hilft eine kleine Schachtel. Eine kleine Schachtel mit Erinnerungen. Da helfen Briefe. Sie sind wie eine Merkhilfe. Eine Hilfe, an den wichtigen Momenten festzuhalten und sie nicht zu vergessen. Und genau jetzt passiert's. Ich spüre, dass dieser Moment ein ganz besonderer ist. Nicht nur für sie, die plötzlich auch die Sicht ihres Papas nachvollziehen kann, die plötzlich in seiner Haut ist und sich auch erinnert und versteht, ihn versteht. Aber auch ein besonderer Moment für mich. Das ist der Moment, der mir, meinem Leben, meinem Weg, dem Ganzen einfach eine Bedeutung gibt. Ich bin angekommen. Ich war ängstlich, ich war nervös und unsicher. Und jetzt ist alles anders. Jetzt weiß ich, dass es alles richtig war. Ich hatte eine Reise vor mir. Ich wollte mehr. Ich wollte wie das Green Pack mehrere Leben leben, mehrere Abenteuer erleben. Ich war neugierig, aber auch gierig. Ein bisschen zumindest. Ich wollte einfach mehr. Jetzt spüre ich kein bisschen Eifersucht. Das hier, das ist gerade das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Wenn ich weinen könnte, ich würde es jetzt tun. Mein ganzer Körper vibriert. Wahnsinn, was man alles in so einem Kartonkörper spüren kann. Ich denke nochmal an alles, was ich in den letzten Stunden gelernt habe. Welchen Weg ich hinter mich gebracht habe. Von Wien nach Graz. Das braucht man. Welche Menschen ich kennenlernen durfte. Ja, hallo, ich bin der André. Ich bin die Roberta. Ich bin der Christoph. Ich bin der Daniel. Ich bin der Erich Schwab. Mein Name ist Sandra Steinbacher. Mein Name ist Gerhard Rinner. Ich bin der Hüseyin, die Miraslan. Ich bin die Imke Eilditz. Ich bin der Herr Wolf Manfred. Ich bin der Messner Philipp. Also ich bin der Oliver. Der Manuel. Max, Raphael Koschitz. Ich bin die Vivian. Also mein Name ist Werner Bartonek. Jetzt machen wir einen Ausflug. Einen Ausflug. Gefallen tut mir an der Arbeit eigentlich, dass ich glaube, ich mache meine Arbeit gut. Ich glaube, ich bin ein guter Fahrer. Wenn man 30 Jahre Post hinter sich hat, dann kann man das hoffentlich. Dann sollte man schon fahren können. Nicht? Es wird nie fad, ne? Und dann hörst du immer wieder, Mai, so schön, dass sie wieder da sind, wir haben sie vermisst. Empathie ist für mich sehr wichtig, zu fühlen, wie es dem Mitarbeiter eigentlich geht. Was würde ich an seiner Stelle fühlen? Also mich prinzipiell stört gar nichts, weil ich kriege das, was ich will. Wenn man richtig arbeitet und Wille da zeigt, dann kriegt man auch das, egal in welchem Unternehmen das ist. Mit der Arbeit, die ich jetzt mache, bin ich einfach zufrieden. Ich kann selber arbeiten. Ich habe ein bisschen eine Freiheit, wie ich was tue. Und ich kann mich da ein bisschen, soweit es geht, halt mit der Arbeit selbst verwirklichen. Und ja, das ist eine super Sache. So. Und ich sage es immer zu jedem, das, was du im Leben eigentlich vorgenommen hast, das solltest du auch tun. Ich glaube, es liegt in meiner Natur. Ich bin eher generell ein bisschen so die Resolutere. Also das hat sicher für mich gespielt, ja. Und das macht Spaß. Also Hauptsache, es macht Spaß. Und solange es Spaß macht, ja, das ist perfekt. Ja. Die Tochter hat Tränen in den Augen. Ich würde sie gerade gern fest umarmen. Ich spüre ganz viel Ruhe in mir. Was jetzt passieren wird, das weiß ich nicht.
Vielleicht nimmt sie mich noch mit nach Hause und benutzt mich als Spielzeug für ihre Katze. Vielleicht verwendet sie mich für ein Kunstprojekt. Oder vielleicht bin ich bald wieder ein neues Packerl. Vielleicht in ein paar Jahren. Wer weiß, wie die Post in Zukunft zustellen wird. Vielleicht erfolgt die Zustellung nur noch mit Drohnen. Die gibt es ja jetzt schon. Mit Maschinen, was viel selber können. Dann vielleicht fliegen in 30 Jahren nur mehr Drohnen herum oder so. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ja, so zum Beispiel für Wien weniger vielleicht, weil dann würden halt wirklich zu viele Drohnen auf einem Fleck sein. Aber so im ländlicheren Bereich könnte man sich schon vorstellen, diesen als Drohnenexpress zum Beispiel, dass diese Firmen dann halt eben dieses Dann bin ich ein Packerl, das von einer Drohne transportiert wird. Weißt du eigentlich, dass es Postleitzahlen erst seit 1966 gibt? Für uns ist das das Normalste der Welt. Vielleicht gibt es dann in Zukunft keine normalen Briefmarken mehr und nur mehr Blockchain-Währungen zum Bezahlen. Es gibt ja auch jetzt schon die Kryptostamps. Wer weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Es gibt noch immer so viel zu entdecken. Bist du bereit? Also ich bin's. Ich bin das Packerl und ich habe meine Mission erfüllt. Die grüne Reise eines Packerls. Postcast. Der Podcast der Österreichischen Post. Dieser Podcast wurde produziert von Oh, wow. Das schneidet aber sicher raus, gell?